darf auf die Bühne bitten Miss Darlene Love. So, how are you today, Darlene? I'm still very excited about what happened last night. Muss ich das übersetzen? Okay. Habt ihr alle verstanden? Ja? Okay. So, yeah, again, a warm welcome here in the theater. And today it's not about music that you sing, but it's about your life, your career, and yeah, it would be nice if you just could give a short overview over your career, over your life, how you started out, and please give me a chance sometimes to translate in German language. Yeah? No worries. Ich habe Sie gerade gebeten, vielleicht zu Beginn, bevor ihr Fragen stellt, etwas über Ihre Karriere zu erzählen, Ihr Leben zu erzählen, wie alles angefangen hat. Dann ist das so eine kleine Einstimmung und dass sie mir manchmal einfach die Gelegenheit geben soll, dass ich es übersetzen kann. Ja? Okay. I started out singing actually in my father's church. He was a minister, and at that time I didn't really know I was a singer, but when your father is the pastor of a church, I had 3 brothers and a sister. We had to be a part of the church, and that's really how I actually started in this business, and as a background singer. I joined a group called the Blossoms, and started singing with them, and people heard us sing, so they wanted to hire us to sing background for them. So therefore, we started singing, recording sessions, and the Blossoms, actually, we didn't realize it at the time, but we were the first black background singers to start singing. We had a group sound, and that's what the record producers were really interested in hearing. You want to talk now? Oh, thank you. Darlene hat erzählt, dass eigentlich alles damit angefangen hat, dass sie in der Kirche gesungen hat, weil ihr Vater war Pfarrer und zusammen mit ihren 4 Geschwistern waren sie immer auch gleich Teil der Gemeinde. Das war eigentlich das normale Verhalten und so hat sie begonnen mit Gesang und später dann als Background-Sängerin, als Mitglied der Blossoms. Und weil sie einen so speziellen Sound hatte mit ihren Kolleginnen der Blossoms, waren halt viele Produzenten eben auch und viele Künstler daran interessiert, dass eben die Blossoms sie als Background-Sänger unterstützen. And during that time, we met Phil Spector. He was a record producer at the time. He was living in New York, and I was born and raised up in Los Angeles, California. And he had this record he just had to record because somebody else had already recorded the song. Linda and Phil Spector wanted to get his version out before she got her version out. And so that's how it started. It was a little confusing at first because I was not a member of the group, the Crystals. And Phil Spector recorded me under that name, the Crystals. And fortunately and unfortunately, the record went on to be a #1 record, which was He's a Rebel. Okay. Darlene hat erzählt, dass sie ja eigentlich aus Kalifornien kommt, Los Angeles, aber die Zusammenarbeit mit Phil Spector hat sie dann nach New York gebracht. Und sie sagt, die Anfangszeiten mit Phil Spector waren halt ein bisschen durcheinander, weil es ging darum, dass er unbedingt einen Song herausbringen wollte, den auch schon eine andere Künstlerin aufgenommen hat, aber er wollte schneller sein, ja, dass eben die Version von Phil Spector von dem Lied He's a Rebel eben die war, die zuerst auf den Markt gekommen ist. Und Darlene hat gesagt, und dieser Song ist eben durch die Decke gegangen und ist ja ein Nummer-1-Hit geworden. And after we had the hit record, nobody knew it was me. So I had a hard time getting started in the business because the record was under the name of the Crystals. So therefore,
we just went along with it. After I met Phil Spector, he actually did sign me to a recording contract. And that's when my singing career as a solo artist finally started with Phil Spector. Sie hat eben noch mal gesagt, dass diese Konfusion auch dadurch entstanden ist, dass sie eben nicht als Darlene Love auf diesem Album stand, sondern eben unter dem Namen The Crystals. Also hatte auch nichts mit The Blossoms zu tun, sondern es wusste eben keiner, dass dieser Song ihr Song war. Also der Name war eben nicht bekannt und das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber gleichzeitig war es tatsächlich auch der Start ihrer Solokarriere mit Phil Spector. And thank you. The Blossoms actually started when we were doing background. During that time, we were working for everybody. The Beach Boys, the Righteous Brothers, Sam Cooke, Aretha Franklin, Luther Vandross, and that's just to mention a few of the entertainers, Tom Jones, Nancy Sinatra, Frank Sinatra. We call him the chairman of the board. I don't have to translate that. They got it. They got it. Okay. And it was fun working with all of them, and that's how we actually, the Blossoms, got known as background singers. And then in 1968, our Colonel Parker got in touch with our manager and told them what they were getting ready to do, and they wanted the Blossoms to be a background group for Elvis Presley. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass sie mit all diesen großen Stars halt auch gearbeitet haben, kam dann 1968, beziehungsweise in Vorbereitung auf das Comeback 1968, kam der Anruf von Colonel Parker bei ihrem Manager und die Anfrage, ob die Blossoms dementsprechend eben mit Elvis dieses Special auch dann gestalten würden. We had been instrumental in working for a lot of entertainers, and they wanted the Blossoms because we were a group, so we already had a sound. So they didn't have a hard time in recording sessions when we were working with all the entertainers. People are always excited about all the people that we've ever worked for because, really, that was you? So it was fun. Then we started traveling. They wanted us to come out on the road with them and start working. Viva la Las Vegas! Darlene erzählt gerade, dass halt sie auch so begehrt waren, weil sie eben schon eine Gruppe waren. Das heißt, als Background-Gruppe hatten sie einen eigenen Sound und das heißt, die Künstler, die mit ihnen gearbeitet haben, mussten das nicht nochmal extra aufbauen. Und dann waren alle natürlich auch immer sehr beeindruckt von den großen Namen, mit denen sie gearbeitet hat und wunderten sich aber auf der anderen Seite auch immer, ach ja, das wart ihr tatsächlich, das war eben nicht so klar. Und dann, hat sie gerade gesagt, ging es halt auch darum, mit diesen Künstlern zusammen auf Tournee zu gehen und eben das Land zu bereisen. We were also working for Dionne Warwick, and we worked with her for 10 years. So we went all over the world with her. It was always fascinating to us, no matter where we went, whatever country we went into. They didn't understand English, but they knew every word to all the songs we were singing, which was fabulous because you did too. Sie sagt, sie hat 10 Jahre mit der Gruppe eben für Dionne Warwick gearbeitet und hat mit ihr praktisch die ganze Welt bereist. Und was sie immer sehr faszinierend fand, viele Menschen konnten ja wirklich auch nicht gut Englisch sprechen, sie waren aber super textfest. Ja? Und als ich Darlene eben in der Garderobe noch kurz gesprochen habe, wie wir das hier handhaben mit den Übersetzungen, da hat sie mir auch gesagt, dass sie das auch gar nicht gedacht hätte, nach dem, was gestern Abend hier passiert ist, dass alle mitgesungen haben und so weiter. Und da war sie schon überrascht, dass eben nicht alle Englisch sprechen, sodass man es eben in Deutsch übersetzen muss. Und das meinte sie eben, dass es hier eben auch ähnlich gewesen ist. Genau.
I know what you're saying, but I don't understand. It made it really great for us because we ended up working with a lot of wonderful people who always was excited about us working with them. So it was a back and forth thing that they really did enjoy. Then I decided at the age of 40 to start my own solo career. Und sie hat gerade gesagt, also, dass sie mit 40 sich eben entschieden hat, dann nochmal als Solistin durchzustarten. Ja, also nachdem sie eben auch schon lange im Team mit den Gruppen gearbeitet hat, hat sie gesagt, nee, also jetzt mache ich da mein eigenes Ding. So I have celebrated over almost like 60 years of being in this business. So I've seen a lot of stuff that you probably can't even imagine, or maybe you can. 60 Jahre steht sie jetzt auf der Bühne und sie sagt, in diesen 60 Jahren hat sie eigentlich alles gesehen, was man sich vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. And here we are somewhere right now in Germany where I never thought of being as Darlene Love. Even though I traveled all over the world doing background, I've been to Germany before, but as a backup singer. And now it's such a privilege to be here as Darlene Love. And it's a really nice feeling to be accepted. You know, the audience just loves me, and I love you all. Okay, vielleicht wäre es ganz gut und ganz schön, wenn ihr jetzt auch Fragen stellen möchtet und könnt. Dann können wir nämlich die Fragerunde eröffnen. Hier vorne. Just a moment, Emil. You get a mic. I hope that you will come back soon to see us in Europe. And thanks for the great show yesterday evening. We're working on coming back real soon. Gibt es Fragen im Publikum? Yeah. Hi. Okay. Well, the obvious question. After having worked with so many, so great musicians and singers, and what was it like to work with Elvis? Was it special? And if yes, what was special about it? It was very special to work with Elvis because over the years we had seen Elvis in his movies. I had never met him before, but I never thought about that we'd ever get a chance to work with Elvis. And a lot of times when we're in the recording studio, the star is not there with us. We're there with the musicians and we get all the music together, and the star might and he might not come. Well, Elvis came. Well, when he walked in, the door was like, Lord have mercy, it's Elvis Presley. Die Frage war, auch wenn es die meisten verstanden haben, ich übersetze es trotzdem für die es sonst nicht mitbekommen haben. Die Frage war, nachdem Darlene eben mit so vielen bekannten Leuten auch schon gearbeitet hatte, was dann tatsächlich so speziell war, mit Elvis zu arbeiten, beziehungsweise ob es überhaupt außergewöhnlich war, mit Elvis zu arbeiten. Und Darlene hat darauf geantwortet, dass das eigentlich unglaublich war, weil sie ihn vorher noch gar nicht gekannt hat. Elvis hat vorher die Filme gedreht, sie sind nie persönlich miteinander in Kontakt gekommen, und sie hat auch gesagt, als Background-Sängerin ist es eben leider immer so gewesen, dass man nicht immer sicher sein konnte, dass der eigentliche Leadsänger, der Star, sozusagen auch wirklich zu den Aufnahmen kam, wenn der Background da war. Das heißt, manchmal saßen sie ganz allein im Studio und der Sänger hat nachher seinen Part getrennt aufgenommen. Aber sie sagt, aber Elvis war da. Und die Reaktion, die brauche ich, glaube ich, nicht zu übersetzen.
The special thing about working with Elvis, when he found out I was a gospel singer, that we had a real connection right away. He wanted to know all about the songs that I sang, who I sang with, gospel, not nobody else, just gospel. And working with him was very special because when we were doing the 1968 comeback special, Elvis would say, go get his guitar if we had a 15 or 20-minute break. And we'd go off into a room with the Blossoms. He'd, do you know this song? How about this one? And he loved the hymns of the church, but they're always so special, not just for him, but for us too. That's what made working with Elvis so special and precious, something I will never forget and that I will always remember about Elvis. Sie hat gerade gesagt, dass sobald Elvis eigentlich gewusst hat, dass Darlene eine Gospelsängerin auch ist, von Hause aus, sie beide sofort eine gute Verbindung zueinander hatten und er sie eigentlich auch ausgefragt hat über die Zusammenarbeit mit anderen Gospelsängern. Die anderen haben sie gar nicht interessiert, also ne, die großen Namen, die eben schon gefallen sind, das war Nebensache, sondern ihm ging es wirklich darum, mit welchen Gospelsängern sie zusammengearbeitet hat und wenn zwischendurch bei den Drehpausen mal irgendwie 15 Minuten Zeit waren oder so, dann hat er eben zu den Blossoms auch gesagt, komm, ich nehme mal die Gitarre mit, komm, wir gehen mal raus und kennst du diesen Song und haben einfach zusammen Musik gemacht. Okay. Hi Darlene. Where are you? There. Oh, hi. Over here. My name is Konstantin. It's great to have you here at Nauheim, and congratulations also from my side on your terrific performance last night. Thank you. Actually, I have two questions for you. First of all, I'd be interested to know if you did have any contact with Elvis after doing the Will Be Change of Habit with him in 1969. And secondly, I'd be interested to know what kind of work you did for Frank Sinatra. Thank you very much. Die Frage zielt darauf ab, abgesehen von den Glückwünschen zum gelungenen Konzert, zum gelungenen Show gestern Abend, ob Darlene noch nach dem Film Change of Habit Kontakt zu Elvis hatte und was den Fragesteller, Konstantin heißt du, ne? Genau, auch interessiert, das ist eben die Arbeit mit Frank Sinatra. We didn't have a lot of contact with Elvis after the movie or after the 1968 comeback special because Elvis was so geared up to do his live performances. And they asked us to go with Elvis, but Colonel Parker is a very cheap man, and he did not want to pay us. He wanted, you know, and people say, well, they had a lot of money. Yeah, but it's almost like you should be honored to work with Elvis, so you don't really need a lot of money. I said, yeah, but I need to eat. Also sie hatten nicht mehr viel Kontakt nach dem Film Change of Habit, weil Elvis natürlich sehr damit beschäftigt war, auch seine Konzerte, seine Tourneen zu planen und durchzuführen. Und Darlene hat gesagt, dass der Colonel auch, das wissen wir ja auch, als ziemlich großer Geizkragen bekannt war und eben auch nicht genug zahlen wollte. Und er bestand auf dem Standpunkt, es müsste eigentlich eine Ehre sein, für Elvis zu arbeiten. Und Darlene sagt, ja, es ist eine Ehre, aber ganz ehrlich, wir müssen auch essen. Ja? Also das kann man gut verstehen. But I was at opening night when Elvis performed in Las Vegas the first time back, and it was an amazing evening. And the song that I recorded with Frank Sinatra was "That's Life." That's the song the Blossoms sang on, and it was because of the interaction that we had with Nancy Sinatra. The Blossoms were backup singers for Nancy Sinatra. So when Frank heard us, he wanted us to back him up too. So that was the record we sang on, That's Life.
Darlene hat gerade erzählt, um die Frage zu beantworten, dass sie aber bei der Opening Night 1969 anwesend war, als Elvis eben ja, wieder auf der Bühne stand nach so vielen Jahren, und sie sagte, das war auch ein unvergesslicher Abend. Und zu der Arbeit mit Frank Sinatra kurz dargestellt, dass sie eigentlich für Nancy Sinatra im Background gearbeitet hat, aber als Frank sie dann gehört hat, wollte er eben auch die Blossoms und damit auch Darlene im Background haben. Und so kam die Zusammenarbeit bei dem Song That's Life zustande. Can you tell us something about how it was to work with Tom Jones, please? Was he a nice guy, or was he hard to work with? He was a very nice guy. We met him in the same way. Our agent and Tom Jones' agent were the same agents. And Tom Jones, when he came to America, he was working in Las Vegas, and he wanted a backup group. And that's how we got introduced to Tom. And we actually worked with Tom for 2 years. And we actually went over to London. Tom Jones had a television show during that time. And we actually was on the television show with Tom Jones. So it was great because he has so much energy, you know, and he was always back there working out with us, you know. If we did something great on stage, he would come over there where we were singing. So it was really great, and he was a great guy. Es ging um die Zusammenarbeit mit Tom Jones, und sie sagt, ja, eigentlich ist das auch ähnlich zustande gekommen wie bei Elvis, nämlich übers Management. Und als Tom Jones von England nach Amerika kam, wollte er natürlich auch einen guten amerikanischen Background-Chor haben, und so ist die Zusammenarbeit erstmal überhaupt zustande gekommen. Und sie haben über 2 Jahre zusammengearbeitet, und Darlene hat ja eben auch ziemlich geschwärmt, dass Tom ein sehr netter Mensch gewesen ist. Also es hört sich an, als wenn er auch tot wäre. Ne? Also ein sehr netter Mensch ist, und dass er halt auch immer eigentlich voll Energie gewesen ist in der Zusammenarbeit, und immer wenn es um gute Action auf der Bühne ging, haben sie da sehr, sehr gut miteinander harmoniert. Nächste Frage. I'm on the right side here, over here. Ah, okay, sorry. Darlene, I know that you did the song Saved on TV in '65. My question is, the gospel sequence, was Elvis influenced by your performance, or how were the songs selected? And when you later saw the show on television, were you impressed, or did you have this in mind that it would be something like that? Because you were stepping down the stairs, did you realize in this moment how it would look on TV? André, du kannst aber deine Frage eigentlich auch selbst in Deutsch stellen, kurz, oder? I'm nervous, I forgot my question, but I translated. Die Frage war, ich habe auf YouTube gesehen, wie sie das Lied Saved gesungen hat. Und sie selber hat einen Fernsehauftritt 1965 damit gehabt. Meine Frage ist, ob Elvis dadurch inspiriert war, dieses Lied mit in dem Gospel-Segment aufzunehmen, und ob sie selber nachher beeindruckt war, wie das ganze Comeback-Special rüberkam. Weil ihr wurde gesagt, wie man sich bewegt, die Treppen runterwandert. Hatte sie das selber so vor Augen schon, als es in der Produktion war? To answer your first question, we had no say in the songs they were choosing for the special, but it's amazing. All the songs, the gospel songs that we sing in the special, were songs that we have sang in our church for years. You know, all of those songs that we sang. So it was great that Elvis and the producers thought of those songs to sing. When we were doing that special, it must have took us an hour to do just that part of the show, because either the Blossoms would make a mistake, or we'd slip on the stairs, or we had to watch where we were going. So it was all, you know, by the time we got ready to they actually did it, it was actually pieced together. It wasn't like we did the whole thing and that's what they had.
if you have the original, I love my fans because they send me everything, things that I don't even know I have. And someone sent me the 1968 special with all the cuts they were left in. We must have did that about 17 times. By then, we were all tired. Darlene sagt gerade, nein, sie hatten keinen Einfluss darauf, welche Lieder ausgesucht wurden für dieses Gospel Medley im Comeback Special, aber natürlich kannte sie alle Songs. Das waren Songs, die sie eigentlich schon von Kindertagen her kannte, so war das gar nicht so schwierig. Das einzig Schwierige war wirklich der Ablauf der Show. Sie sagte, für diese kurze Sequenz haben sie über eine Stunde gebraucht, weil irgendwie immer irgendwas schief ging. Einmal mussten sie aufpassen, dass sie die Treppe vernünftig runtergehen. Der eine macht mal hier einen Fehler, der andere stolpert mal oder auch Elvis versingt sich mal. Und Darlene sagt, sie ist immer ganz begeistert, wenn ihre Fans ihr eben auch Videoclips und so weiter schicken, die sie selber noch nicht gesehen hat. Ja, und ihr wisst ja, es gibt ja auch viele Outtakes vom 68 Comeback Special und wo man eben auch Dinge sehen kann, die halt nicht in der Fernsehversion waren. Und Darlene sagt, dass das Endprodukt zusammengeschnitten war. Es war also nicht das zu sehen in einem Ablauf, ja, sondern ein Zusammenschnitt dessen, was dann vorher im Studio aufgenommen worden ist. Next one. Whoa. Yes, at first I want to say that I'm very pleased that you are here and you are looking so great. Und die andere Sache muss ich auf Deutsch leider sagen. Sie haben ja mitgespielt bei Let's Rappen und die Filme sind ja sehr lustig und wirken halt auch so, als hätten die Schauspieler alle viel Spaß. War das tatsächlich so? Hat es Spaß gemacht und wie waren die Dreharbeiten mit den Schauspielern? Das ist eine gute Frage. It's about your Lethal Weapon movies that you did, and the lady said, well, it always looks so easy going and so funny and everything, and she would like to know if it really was that way or if it was hard work. We were blessed to be entertainers, and when I worked with Mel Gibson and Danny Glover in Lethal Weapon, it was so much fun because they were always cutting up. They were always doing something they shouldn't be doing. The director always had to call them to the set because they were somewhere fooling around. And that was actually, other than the movie I did with Elvis, was the movies that I did with Mel and Danny were always great. There were always something going on the set. I was so afraid to do that movie because I went, oh my God, I've never done a movie before, not like this. And but they made me feel so comfortable, and they helped me. Tell you a little something that they do in movies. After you do the whole scene, then they take the camera and just put it on you, so they can see everything, you know, answering all the questions back and forth. And they said that the star, Danny or Mel, never does that. They usually have what they say, another director reads all the lines, and then you read the lines back to them. But they were right there with me to help me through the whole segment. Also sie hat gerade erzählt, dass es auf jeden Fall ein großer Vorteil war, dass sie eben alle aus dem Entertainment kamen, dass sie eben alle Entertainer waren und dass die Arbeit mit Danny Glover und Mel Gibson einfach toll war und lustig war, obwohl sie selber sagt von sich, dass sie Angst gehabt hat, weil sie eben noch nie eine wirkliche Hauptrolle gespielt hat. Ja, also in Change of Habit war das ja ein ganz anderer Auftritt als das, was sie eben in den Lethal Weapon Filmen gemacht hat. Aber sowohl Danny Glover als auch Mel Gibson haben ihr immer sehr geholfen, ja, haben sie sehr unterstützt bei den Situationen, die halt eigentlich im Filmgeschäft
üblich sind, dass man eben zum Schluss, wenn eine Szene gedreht ist, dass man nochmal den Text durchgeht, dass man das nochmal filmt mit einem wirklichen Close-up auf das Gesicht, dass man eben nochmal überprüfen kann, oder später nochmal überprüfen kann, ist der Text richtig, muss man es nochmal einspielen, wie auch immer, das war alles neu, aber in der Situation haben eben die beiden Hauptdarsteller, Danny Glover und Mel Gibson, ihr sehr viel Unterstützung gegeben, obwohl ansonsten die beiden auch die waren, die immer dummes Zeug im Kopf hatten am Set. Ja? Also der Regisseur, der musste auch immer sehen, wo sind die zwei jetzt wieder. Ja? Dass wir hier mal anfangen und mal arbeiten können. Ja? Also sowas. Hi Darlene, it's a pleasure to have you here on the festival, thank you very much. I'd just like to know, normal people have a work and they have a hobby, doing something else. So I think that you are living also your hobby. But is there anything where you get your fantastic energy, writing, painting, your family? Is there anything else you are doing more than music, filming or anything else? Es geht hier darum, um eigentlich den Ausgleich, hätte ich beinahe gesagt. Also das eine ist der Beruf, die Künstlerin auf der Bühne und die Dame wollte einfach wissen, gibt es noch ein Hobby, gibt es irgendwas, was Darlene außerhalb des Singens, außerhalb der Bühne auch noch gerne macht? Since I was 16 years old, I always worked out. I've always had, went to exercising. I've always. But today, what really keeps me on my toes, my daughter teaches a kickboxing class, but it's at 5 a.m. in the morning, and it's till 6 o'clock in the morning, 5 days a week. So that's really how I keep my energy up, and also I still enjoy church, and I'm always listening. More than anything, I actually listen to more gospel music. Elvis told me the same thing. I actually listen to more gospel music than I listen to other music. It gets me going. Also, die Energie, die sie verströmt, sagt sie gerade, bekommt sie eigentlich immer auch von einem Training, was sie schon seit vielen, vielen Jahren macht, aber seit ein paar Jahren erst im Studio ihrer Tochter ein Kickbox-Training begonnen hat. Und zwar zu der unchristlichen Zeit, 5 Uhr am Morgen, 5 Tage die Woche und immer eine Stunde, also 5 bis 6 Uhr am Morgen. Beachtlich. Und, also das ist die sportliche Seite, aber ich denke auch so, die spirituelle Seite ist die, was Darlene gerade gesagt hat, sie hört eben mehr Gospel Music als früher auch. Und das ist eben was ihr auch Kraft gibt und was ihr auch die Energie wieder auflädt, die sie hier auch toll präsentiert. Darlene, 2 questions. The first one, do you have a favorite Elvis song? If yes, which one and why? And the second question, you told us yesterday about the encounter with Elvis backstage. Do you have other encounters, other stories you can tell us? Your first question is very easy. My favorite song by Elvis is I Can't Stop Falling in Love with You. Because it's a great song and it kind of hits everybody. I never had another encounter with Elvis. Also den ersten Teil habt ihr, glaube ich, alle verstanden nach dem Lieblingssong und beim zweiten Teil ging es darum, auch in Bezug auf das, was Darlene gestern erzählt hat in der Show. Norbert wollte wissen, ob es eben auch noch eine andere Geschichte gibt, eine andere Begegnung, vielleicht auch ähnlicher Art. Und Darlene hat eben gesagt, nein, es gibt keine ähnliche Geschichte und kein anderes Treffen dieser Art. Gibt es noch eine Frage? Da hinten.
Okay. Another question. So, regarding your work with Phil Spector, and he is certainly a genius, but he's not the easiest man to work with, as I understand. What was it like? How did you get along with him? Möchtest du deine Frage selbst auf Deutsch nochmal sagen? Also sie hat ja viel mit Phil Spector gearbeitet, das war ein ganz wichtiger Produzent für sie, der sie ja auch sehr geschätzt hat. Und der war aber andererseits auch nicht gerade der einfachste Mensch, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ist ja auch wegen Mordes verurteilt worden. Also ein sehr, sehr schwieriger Mann. Und ich wollte eigentlich nur von ihr wissen, wie sie mit ihm zurechtgekommen ist und wie sie mit ihm zusammengearbeitet hat. When I first met Phil Spector, it was very easy to get along with him because he hadn't really made a name yet in the business. And it was always great working with him because I had not worked with a record producer who wore 4-inch heels and was always dressed. We was doing sessions was a very casual thing, but he was always dressed in a suit with a tie, and he wore 4-inch heels because he was very short. Also Darlene hat erzählt, dass es für sie eigentlich ganz leicht war, mit Phil Spector klarzukommen, weil zu der Zeit kannte Phil Spector auch noch niemand. Er hatte noch nicht den Namen, den er später als Produzent bekam. Und sie sagt, es war aber auch tatsächlich schon zu dieser Zeit ein spezieller Mensch, denn sie hat noch nie jemanden erlebt, der also stets gut gekleidet im Anzug daherkam. Sie waren alle eher immer lässig gekleidet bei den Aufnahmesessions, aber er war immer wie aus dem Ei gepellt und hatte immer wie ist das deutsche Wort? Also 4-inch hohe Sohlen, Einlegesohlen in seinen Schuhen, weil er letztendlich so ein kleiner Mann war. Ja? Und das war doch sehr beeindruckend. He was also one of the very few producers at that time that was trying to become a star as the star of that record, even though he wasn't singing, but he wanted to let people know he was the star of the records, which was the first time record producers, you never heard their names or anything before that, but Phil Spector wanted you to know he was Phil Spector. Und was auch sehr speziell war, dass eben eigentlich zum ersten Mal sie einen Plattenproduzenten kennengelernt, der selber eigentlich der Star sein wollte. Auch wenn er nie gesungen hat, wollte er doch gerne, dass alle auch mitkriegen, dass er hinter diesen Aufnahmen steht und er letztendlich eigentlich im Mittelpunkt stehen wollte. Aber noch eine Frage? Ja? I'm over here. I got two questions also. Darlene, I would like you to elaborate a little bit more about how it came about that the Sweet Inspirations became Elvis's background choir and not the Blossoms. You already told us that obviously the money wasn't right. But I really would like to know if you would have been first choice and had the money been right, if you would have gone on the road with Elvis. And number two concerns the TV show Shindig. I was quite thrilled when I read in the festival newspaper that not only you were involved with Shindig, which I knew before, but that also James Burton was on the band of Shindig. And I wonder, why was this show cancelled after only 3 years? Ich habe Sie gebeten, uns nochmal zu erzählen, wie es dazu kam, dass die Sweet Inspirations letzten Endes mit Elvis auf Tour gegangen sind und nicht die Blossoms. Wir haben ja schon gehört, dass Colonel Parker zu wenig zahlen wollte. Und ich wollte von ihr wissen, ob die Blossoms die erste Wahl waren und wenn das Geld gestimmt hätte, ob sie wirklich mit Elvis praktisch auf Tour gegangen wären. Meine zweite Frage hat die TV-Show Shindig betroffen. Das ist eine super Show, bei der auch James Burton in der Band gespielt hat. Ist nur von 64 bis 66 gelaufen und ich wollte Sie fragen, warum das nach 3 Jahren eingestellt wurde. Danke. It's about, instead of the Sweet Inspirations, if you have been maybe first choice instead. Yeah. Okay. They asked the Blossoms to go on the road with Elvis, and we said, yes, that would be great. But that's not how you deal. The managers have to get together and work it out. And we didn't go for the one reason that
we were making a very good living as backup singers, and we couldn't actually go out on the road with Elvis and make the same kind of money that we were making when we stayed at home. So that was the biggest reason. The other reason, the Sweet Inspirations, we were all friends at that time. I mean, we didn't personally know one another, but we knew that they were the background singers on the East Coast, and the Blossoms were the background singers on the West Coast. And I actually told them, tell them to call it Sweet Inspirations, maybe they'll go. And they did get in touch with the Sweet Inspirations. And it's a joke, they tell me that, matter of fact, Mr. Burton told me this joke that if the Sweet Inspirations would start cutting up, he'd go over there and say, all right, y'all keep acting up, I'm gonna call the Blossoms and Darlene. Also es geht bei der Antwort auch darum, dass es eigentlich zu dieser Zeit ganz klar war, es gab zwei wenn man das so nennen möchte, zwei Haupt-Background-Gruppen, die einen auf der Westküste eben die Blossoms, die anderen an der Ostküste die Sweet Inspirations. Sie wussten voneinander, respektierten sich auch, aber sie hatten sich noch nicht getroffen. Aber wie gesagt, sie kannten sich durch die künstlerische Arbeit, die sie gemacht haben. Und als es dann darum ging, eben mit Elvis auf Tour zu gehen und es eben zu dieser finanziellen Geschichte kam, dass Parker eben nicht so viel zahlen wollte, wie sie brauchten, da hat Darlene auch gesagt, Mensch, frag doch mal die Sweet Inspirations, vielleicht haben die Zeit und Lust mitzumachen. Und wie wir wissen, war es genau so. So eine kleine Anekdote am Rande, dass es eigentlich auch darum ging, dass sie immer gesagt haben, naja, also wenn noch mehr gespart werden sollte, ne, dann müssen wir uns was überlegen und dann kann man auch nicht mehr als die Künstler auftreten, ne, die man sind. Nein, Entschuldigung. Jetzt nochmal von vorne. Neuer Satz. Sorry. Es geht darum, dass das Geld, was gezahlt werden soll, natürlich auch, wie gesagt, Qualität repräsentiert, die künstlerische Arbeit repräsentiert. Und wenn man immer noch weiter einspart, dann hat man nachher auch nichts mehr in der Hand. Ja? Also das geht eben nicht mehr. Und so ist es eigentlich gekommen, dass eben die Sweet Inspirations anstatt der Blossoms tatsächlich mit Elvis dann auf Tour gegangen sind. Und der zweite Teil der Frage kommt jetzt über Shindig. Do you remember? Yes. Okay. Shindig started out as a show that they didn't know was going to go on television nationally. And when we got hired to do the show, the producers had their ideas of what they wanted to do with the show, but Jack Good, being from London, had his idea how he wanted the show. The show only lasted for 2 years because we started doing 2 shows a week, which was a little difficult, especially back in those days, because everything was taped. And I think that's probably the biggest reason it only lasted for 2.5 years. Ja, warum die Show eben nur eine bestimmte Zeit gelaufen ist, eben ungefähr 2,5 Jahre, war eigentlich dem geschuldet, dass die Produzenten der Show unterschiedliche Auffassungen hatten, was in der Show eben repräsentiert werden sollte, wie die Show aussehen sollte. Und der eine Produzent saß in England, die anderen saßen in Amerika und der Austausch war sehr schwierig und die verschiedenen Geschmäcker übereinzubringen, war eben auch sehr schwierig. Und Darlene sagt gerade, sie ist der Meinung, dass es tatsächlich daran gelegen haben könnte, dass eben diese Schwierigkeiten so überhand nahmen, dass eben die Show nur diese bestimmte Zeit, eben 2,5 Jahre ungefähr, gelaufen ist. Ist die Frage damit beantwortet? Ja? Ja, hallo, ich habe eine Frage. Mich würde interessieren, ob es die Gruppe The Blossoms noch gibt. Wahrscheinlich vielleicht auch in einer anderen Besetzung oder ob Darlene vielleicht noch Kontakt zu den ehemaligen Mitgliedern dieser Gruppe hat. Okay. The gentleman would like to know if there is still a group called The Blossoms, if it still exists,
And if you have, or if you are still in contact with your old buddies from the Blossoms, your colleagues. One of the Blossoms had passed quite a few years ago, but I am still in touch with one of the girls, but the Blossoms don't work anymore. They don't have the same girls. So the last actually person that we all worked with was Tom Jones, and they kind of like just disbanded. They're not together anymore. But I am still in touch with two of the Blossoms. We talk every now and then. Also sie ist noch, wie gesagt, eine Kollegin von den Blossoms ist verstorben vor ein paar Jahren, aber sie ist mit dem anderen noch gut in Kontakt. Aber sie sagt auch, dass das letzte Mal, als sie als The Blossoms zusammengearbeitet haben, dass die Arbeit mit Tom Jones war. Und seitdem es eben diese Gruppe auch nicht mehr gibt, auch nicht unter dem Namen oder unter einem anderen. Hallo, ich habe eine Frage in der Zusammenarbeit mit Elvis. Wie hat sie ihn erlebt? Hat er die Regieanweisungen relativ gut umgesetzt oder hatte er sehr viele Ideen, die er auch mit einbringen wollte? Okay. Judith wants to know how was Elvis regarding the advice of the director of the '68 special. Was he or did he obey to the advices, or was he someone who was very creative and said, well, could we do this or could we do that? Could we try it? Did he join in with some ideas to do the special? What was your experience? My experience with Elvis when he came to the special, he was more concerned about the gospel segment, and he was adamant about us wanting the Blossoms to be in that part of it. And after that, I think he just kind of went along with everything, long as it was something that he wanted to do, he would do it. A lot of the conversation happened between the producers, and Elvis was out of sight. So we had no connection about what they were talking about. I remember one time Elvis got really upset because they said his hair was too dark and they wanted him to cut off his sideburns. And he said, I don't think so. Also nur auf die Frage zu antworten, es war halt so, er war sehr interessiert an eben dieser Gospel-Section, bei der auch die Blossoms dabei waren. Das war etwas, was ihm wirklich am Herz gelegen hat. Da war er auch sehr engagiert. Alles andere war etwas, was er eben schon auch, ich will nicht sagen hingenommen hat, aber wo er eben nicht besonders eigene Ideen eingebracht hat. Und Darlene hat gesagt, sie kann sich nur an eine Szene erinnern, wo die Produzenten gesagt haben, naja, es wäre halt schön, wenn er sich die Koteletten ein bisschen abschneiden würde, und außerdem sind seine Haare auch zu schwarz, also das kommt nicht so gut rüber auf dem Schirm, und da hat er auch gesagt, das glaube ich kaum, dass ich das mache. Ja? Also er hat sich da schon an der einen oder anderen Stelle schon präsentiert, wie wir ihn kennen, sozusagen. Ja, genau. Machen wir erstmal einen kurzen Cut. Eine letzte Frage können wir noch annehmen. Hello, I'm very proud that we're here. I always want to say that you're looking really unbelievable. I told you yesterday. I want to know how is your life today? What are you doing? So exercising the same family. Maybe you can tell us a little bit about your private life. Yes. Ja.
Sie fragte gerade, wie eigentlich das Leben von Darlene heute aussieht, was sie so macht, wie so ihr tägliches, auch privates Leben aussieht. Da würde sie gerne etwas drüber erfahren. The biggest thing about, I think, outlook on life is to be happy about it. As entertainers, we go through so many different facets of people, you know, getting ready to do shows. It's very stressful. So we have to find a way to live sort of, as we say, stress-free, which is kind of hard. I go into my spiritual meditation to keep my life as free from everything that's going on in the world. And I know you all want to ask this question, so I'll tell you. I am 76 years old. And I don't mind telling my age, because if I looked it, I wouldn't tell you. But I am so happy. You know, I feel so blessed to be able to do what I do, to make my fans happy. And I think that's what's in me, and I do believe that's what shows. Ich glaube, das war das beste Schlusswort, was man machen kann, ganz ehrlich. Und das braucht auch kein Kommentar, keine Übersetzung. Und I'd like to thank you very, very much, Darlene, for being with us this afternoon, for being with us this weekend, this special weekend. And ich möchte euch danken für die guten Fragen und für die interessanten Fragen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen genossen. Und I think it is worth a big and warm hand for Miss Darlene Love. Thank you so much.